Moin, mein Name ist Martin, wir haben den 24.04.2021, wir sprechen über tolle YouTube-Dinge. Fangen wir an mit der Known-Issues-Liste, da hat sich nichts getan. Nach wie vor natürlich immer noch Probleme mit den Likes und Sub-Zahlen. Die sollten aber, ich sag's mal, vorhanden sein, nur der Anzeigefehler ist nach wie vor da. Es wird daran gearbeitet, mehr kann ich euch leider nicht dazu heute sagen. Machen wir weiter, heute brauchen wir ganz viel unser Handy, denn alle Launches bzw. Experimente sind auf YouTube Mobile zu finden. Fangen wir oben an. In den nächsten 4 Wochen gibt es bei der Android-App ein Experiment, bei dem verschiedene Kanal-Seiten-Layouts getestet werden. Creator Insider hatte dazu was geteilt und das würde ich natürlich euch jetzt hier auch weitergeben an der Stelle. Im Prinzip alles das, was normalerweise an Infos unten stand in der About-Page, ne? Zum Beispiel wie viele Videos man veröffentlicht hat. Ich glaube, da stand gar nicht Mobile drin, aber wie viele Subscriber da sind, wann der Kanal veröffentlicht wurde und so weiter und so fort. Das wird jetzt alles nach oben gebracht, ne? in die Top-Zeile sozusagen, und dann gibt es nochmal die Kanalbeschreibung als Above-the-Fold-Funktion. Soll heißen, 2- oder 3-zeilig wird da erstmal geguckt, hey, worum geht es eigentlich in dem Kanal, um dann halt auf mehr Anzeigen zu klicken. Ist eine Frage, ob man das machen möchte, ob das eine coole Idee ist, aber deswegen probiert man das ja aus, deswegen experimentiert man und ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommen wird. Bleiben wir direkt in dieser Ansicht, denn Kanalbanner sind wieder mobile änderbar. Ja, das ist ein Rollout für iOS und Android und da fragt man sich dann natürlich, ja, warum hat man es damals eigentlich weggemacht, wenn man es sowieso wieder reinbaut? Man weiß es nicht. Es ist mir ein Rätsel, ich bin als jemand, der eigentlich nur im YouTube Studio auf Desktop unterwegs ist, denke ich mir halt sowieso, ja, ich bastel ja nicht mit Photoshop am Handy. Am Tablet kann ich es mir vielleicht noch vorstellen. Also wenn man so ein Zeichentablet hat und dann vielleicht direkt vom Zeichentablet halt hochladen möchte. Alles andere sind für mich halt nicht nachvollziehbare Geschichten. Was cool ist an der Stelle, das kann man auch nochmal hinzufügen, man kann entweder ein Bild hochladen oder ein Foto machen. Das heißt, wenn man halt irgendwie so ein Panoramafoto machen möchte und sich denkt, boah, das wäre jetzt super geil, wenn mein Kanal dieses Banner, dieses Foto als Banner hat, dann kann man das halt auch direkt daraus machen. Ob das jetzt so der krasse Shit ist, ich bin nicht überzeugt. Ja, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Gut, dann haben wir wieder einen Rollout für alle Kanäle und zwar auf iOS und Android wieder. Insgesamt 3 Änderungen an der Zahl. Und zwar gibt es ein neues Layout, um alle Informationen einfacher zu sehen. Die Custom URL des Kanals wird nun angezeigt und die Icons für Kanallinks werden angezeigt. Das ist etwas, worüber sich viele Leute beschwert haben. Normalerweise werden die halt einfach nur blau hinterlegt. Man sieht dann halt, wie der Link heißt und ja, man sieht halt nicht das Favicon sozusagen, das Icon, das zu diesem Link entsprechend gehört. Das wird jetzt angepasst, wie gesagt, dass man die Custom URL des Kanals sehen kann und auch entsprechend einfacher teilen kann. Finde ich, ist auch eine gute Änderung. Das mit dem neuen Layout, damit alle Informationen zu sehen sind, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Na gut. Zum Schluss würde ich gerne auf ein paar Zuschauerfragen eingehen, denn ihr seid aktuell super aktiv beim Kommentieren. Entsprechend lasst uns da mal kurz reinschauen. Und zwar habe ich eine Geschichte gesehen zu autogenerierten Thumbnails. Da habe ich mir auch schon eine E-Mail an YouTube rausgeschickt, ob ich da mal mit einem Engineer drüber sprechen kann. Sobald es da was Neues gibt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Und das zweite wäre ein Kommentar von ManAmazing. Versucht der Algorithmus, Videos auf die Woche anzupassen. Ja? Nach einem Monat hätten wohl 2 Videos pro Woche durchschnittlich 50 bis 60 Aufrufe bei ihm. Bei Daily Content in einer Woche haben die Videos nach einem Monat ca. 20 bis 30 Aufrufe. Also ein gutes Stück weniger. Dazu muss man jetzt natürlich erstmal sagen, okay, deine Sample Size ist natürlich sehr gering. Soll heißen, 5 Views Abweichungen plus minus sind natürlich schon ein hoher Prozentsatz, als wenn es das bei, ich sag mal, 50.000 bis 60.000 bzw. 20.000 bis 30.000 Aufrufe der Fall wäre. Das heißt, immer hier bei sehr kleinen Kanälen mit Daten vorsichtig umgehen. Ne? Nur weil ihr halt jetzt gerade einen großen Ausschlag habt, heißt das nicht unbedingt, dass diese Fluktuation wirklich aussagekräftig ist. Ne? Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ist aber auch nicht schlimm. Deswegen, wir sprechen ja drüber letztendlich. Ne? Gut. Um die Frage zu beantworten, hat der Algorithmus da irgendwas mit zu tun, mit einem Schedule? Nein. Der Schedule ist von euch abhängig und von eurem Content letztendlich. Ne? In der Theorie könntest du pro Tag 3 Videos veröffentlichen
ohne dass das vom Algorithmus gepunished wird, weil erst nach dem vierten Update, das man rausschickt, darunter zählen unter anderem auch Member-Posts. Ne? Also wenn man für Kanalmitglieder Posts rausschickt, zählt das als eine Benachrichtigung, die rausgesendet wird für die Member und beziehungsweise generell in den Kanalbenachrichtigungen zählt das rein. Und ja, YouTube kann wie gesagt pro Tag, pro Kanal 3 Kanalbenachrichtigungen rausschicken. Und ja, bei kleinen Kanälen ist das natürlich auch irgendwas, was an ein hoher Prozentsatz der Views kommt eben aus diesen Benachrichtigungen. Gut, sollte man jetzt also versuchen, 3 Videos am Tag rauszuhauen, um das Maximum an Aufrufen rauszubekommen? Nee, das ist für die Abonnenten bzw. für die Zuschauer absolut eine Überforderung und das ist, ich sag's mal, auch qualitativ absolut unterstes Niveau. Wenn ich 3 Videos pro Tag raushaue und ein Einzelcreator bin, ohne großes Team dahinter, dann stelle ich mir natürlich die Frage, wo kommt die Zeit her? Die Zeit kommt natürlich daher, dass ich keine Zeit mehr für Qualitätskontrolle habe. Das heißt, es werden Fehler passieren, ne? Dinge werden vielleicht nicht richtig veröffentlicht, im Sinne von, man verbreitet fehlerhafte Informationen. Generell die Produktionsqualität wird sinken. Ne? Das sind halt alles so Drawbacks, die ein solcher Approach mit sich bringt. Interessanterweise haben Leo und ich vor einer ganzen Zeit lang mal ein Histogramm erstellt von den 100 erfolgreichsten Kanälen, erfolgreich im Sinne von meiste Aufrufe und wie die ihren Content letztendlich planen. Und da sehen wir ungefähr 26% mit Daily Content. Wir haben nicht mehr unterteilt, leider heute, ich muss mal schauen, ob wir die Rohdaten noch haben, wie das aussieht mit Intraday Content. Soll heißen, wenn ich mehr als ein Video pro Tag veröffentliche, wie viel Prozent das von diesen 26% letztendlich noch sind. Ne? Wäre eine coole Geschichte, schreibe ich mir auf jeden Fall auch auf. Aber im Endeffekt, ihr wollt in diesem 30%-Sektor sein, dass ihr ein bisschen mehr als einmal die Woche veröffentlicht. Naja, das hast du auch schon sehr, sehr richtig erkannt. Das sind auch die Zahlen, die für dich die besten Ergebnisse gebracht haben. Und da hat man dann natürlich, jetzt gehen wir mal auf die Tabelle, die wir letztendlich dazu erstellt haben, auch, ich sag's mal, den Sweet Spot zwischen, wir lassen uns zu lange Zeit haben, keine Zuschauerbindung mehr, also Zuschauerbindung nicht im Sinne von, der Zuschauer schaut das ganze Video, sondern der Zuschauer hat eine Verknüpfung zu dir als Marke. Und wir haben halt auf der anderen Seite keinen hohen Qualitätsverlust, wenn man halt in diesem mittleren Segment agiert. Das ist für nachhaltige Kanäle der sinnvollste Ansatz. Ne? Und entsprechend würde ich halt sagen, Grinding lohnt sich nie. Das haben wir auch nochmal in einem englischen Guide veröffentlicht. Der ist auch unten verlinkt. Und in dem Sinne hoffe ich natürlich, dass du etwas mitnehmen konntest aus der Beantwortung dieser Frage. Und hoffe natürlich, dass beziehungsweise die anderen sich da auch abgeholt gefühlt haben. Und ja, in dem Sinne, abonnieren nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche zum YouTube Patreon Down. Bis dahin, macht's gut, haut rein.